In Lehrbüchern über die Psychologie des Lernens werden 3 historisch aufeinanderfolgende Theorien dargestellt: der Behaviorismus, der Kognitivismus und der Konstruktivismus. Alle 3 Theorien lassen sich mit dem Gamification-Konzept verknüpfen. Behaviorismus als Reizreaktionslernen durch Verstärkung. Bei Behaviorismus handelt es sich um eine Theorie des Verhaltenserwerbs. Bekanntestes Beispiel ist der Pawlowsche Hund, der durch regelmäßige Fütterung kurz nach dem Ertönen einer Klingel darauf konditioniert wurde, bereits beim Ertönen der Klingel antizipatorisch mit Speichelfluss zu reagieren. Diese Theorie geht davon aus, dass jegliche denkbare Form von Verhalten durch Zugabe von sogenannten Verstärkern antrainiert und somit erlernt werden kann. Die Verstärker werden dabei in 2 Klassen eingeteilt: positive Verstärker und negative Verstärker. Bei positiven Verstärkern handelt es sich um angenehme Reize wie Futter. Bei negativen Verstärkern handelt es sich um unangenehme Reize wie laute Töne oder Elektroschocks. Da diese Reize sowohl hinzugefügt als auch entfernt werden können, kennt die Theorie der operanten Konditionierung insgesamt 4 Formen der Verstärkung: positive Verstärkung, also die Hinzugabe angenehmer Reize; negative Verstärkung, also das Entfernen unangenehmer Reize; positive Bestrafung, das Hinzufügen unangenehmer Reize; und negative Bestrafung, die Entfernung positiver Reize. Das lernende Objekt wird durch Verstärkung für das Ausführen des erwünschten Verhaltens belohnt und durch Bestrafung für das Ausführen eines unerwünschten Verhaltens sanktioniert. Behaviorismus als sprachlose Lerntheorie. Von einem lernenden Subjekt lässt sich in dieser Theorie noch nicht sprechen, da hier das Motto „Ich werde gelernt" gilt und somit keine aktive Beteiligung am Lernprozess besteht. In Bezug auf Gamification sind Punkte, Badges und hohe Plätze im Highscore als positive Verstärkung zu betrachten, sofern diese für die Spielenden einen erstrebenswerten Zustand darstellen. Zentrale Voraussetzung für den hierbei erwünschten Erwerb neuer Verhaltensweisen ist eine hohe Verbindlichkeit der Verstärkung. So sollte immer, wenn eine bestimmte Handlung ausgeführt wird, eine entsprechende Belohnung erfolgen, da sonst der in Modul 1 beschriebene problematische Zustand der Kontingenz eintritt und den Lernerfolg verzögert oder gar verhindert. Wenn ich nur hin und wieder für das erwünschte Verhalten eine Belohnung erhalte, wird die erwünschte Assoziation im Gehirn deutlich schwächer oder auch gar nicht ausgeprägt. Hat sich das erwünschte Verhalten einmal als dominante Verhaltensoption etabliert, können die Verstärker langsam ausgeschlichen werden, ohne eine Rückkehr zum ursprünglichen unerwünschten Verhalten zu verursachen. Wichtig ist außerdem, dass der Wert dieser Verstärker für unterschiedliche Individuen unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann. Von Bestrafung sollte im Lernkontext abgesehen werden, da sich so schnell ein Vermeidungsfokus einstellen kann, der dazu führt, dass die Spieler nicht mehr am Spiel teilnehmen und die durch Bestrafung mit dem Spiel assoziierten unangenehmen Zustände zu vermeiden suchen. Von Spiel ist hier allenfalls in der Art zu sprechen, dass der Lernende der Spielball der Lehrkraft ist. Kognitivismus als Regeln suchendes Lernen. Der Kognitivismus als historisch zweite große Lerntheorie verabschiedet sich von der im Behaviorismus geprägten Gleichsetzung des Gehirns mit einer Blackbox, deren Inhalt wissenschaftlich nicht bestimmbar ist, und beschreibt Lernprozesse als die Aneignung von regelhaften mentalen Verknüpfungen, also Wenn-Dann-Zusammenhängen. Gemäß kognitivistischer Sichtweise lernt der Pawlowsche Hund nicht nur Verhalten, sondern auch Regeln, zum Beispiel die folgende Ausgestaltung der Pawlowschen Situation: Immer werktags zwischen 10 und 17 Uhr, wenn die Glocke klingelt und der Mann im Laborkittel da ist, dann gibt es was zu essen. Hier wird klar, dass die Regeln nicht nur eine Ursache und eine Wirkung enthalten können, sondern auch zusätzliche Rahmenbedingungen, die ebenfalls erfüllt sein müssen. Diese Regeln können dann als mentale Objekte miteinander verglichen werden, wodurch dann wiederum etwas gelernt werden kann. Die lernrelevante Aktivität liegt dabei nicht mehr nur bei der Lehrkraft, sondern auch beim lernenden Subjekt, welches die Regeln selbst formuliert. Im Gegensatz zum behavioristischen Lernkonzept kann beim kognitivistischen Lernkonzept von Verstehen gesprochen werden. Diese Form des Lernens kann auch als Einsicht beschrieben werden, da sie stark von der Wahrnehmung der Lernenden abhängt. Wenn der Mann im Laborkittel nicht bemerkt wurde, kann er nicht in die gebildete Glockenfutterregel eingehen. In Bezug auf das Gamification-Konzept kann der Kognitivismus mit dem spielerischen Erwerb von Regeln in Verbindung gebracht werden. So sollte für eine erfolgreiche Gamification insbesondere das Entdecken von Zusammenhängen, also Spielregeln, und eine entdeckungsfreundliche Gestaltung der Lernmaterialien sichergestellt werden. Darüber hinaus können Schwierigkeitsstufen dafür sorgen, dass die Regeln Schritt für Schritt verfeinert werden und somit auch komplexe Zusammenhänge über ein mehrschrittiges Verfahren ohne die Frustration eines schier endlosen Ausprobierens erlernt werden können. Konstruktivismus als individuell unterschiedliches Lernen. Der Konstruktivismus als historisch neueste der 3 Lerntheorien verabschiedet sich von der Annahme, dass wir alle die gleiche Wahrnehmung der Welt haben.
Es handelt sich hierbei um einen Perspektivismus, da angenommen wird, dass wir unsere Umwelt immer vor dem Hintergrund unserer individuellen Geschichte interpretieren und so zu höchst unterschiedlichen Wahrnehmungen gelangen. Wer beispielsweise Angst vor Hunden hat, interpretiert jedes Bellen als eine Drohung, während erfahrene Hundebesitzer hier differenzieren können. Diese Ambiguität gilt nicht nur für Verhaltensweisen, sondern insbesondere für sprachliche Äußerungen. So kann die Aussage „die Tür ist offen" auf vielfältige Art und Weise interpretiert werden. Als Aufforderung, die Türe zu schließen oder den Raum zu verlassen, als Hinweis darauf, dass jemand vergessen hat, die Tür zu schließen, oder als Jubelschrei eines Einbrechers. Welche der möglichen Interpretationen der Empfänger der Information hierbei wählt, hängt davon ab, welche Annahmen er über die Beweggründe des Senders der Information anstellt. Hierbei konstruiert der Empfänger anhand gegebener Informationen und gelegentlichen Nachfragen ein Bild des Senders, welches die Grundlage für seine Interpretation darstellt. Da sowohl die gegebenen Informationen als auch die Antworten auf Fragen selbst wieder Interpretationsspielraum aufweisen, kann der Sender niemals mit abschließender Gewissheit wissen, wie der Empfänger seine Äußerungen interpretiert. So können sich Lehrende zwar bemühen, den Lernenden eine möglichst exakte Anleitung zur Rekonstruktion ihrer Wissensstrukturen zu liefern, aber niemals die gewünschte Interpretation ihrer Äußerungen vollumfänglich sicherstellen. Konstruktivismus und Spielen. Diese Ambiguität der Weltsichten lässt sich treffend mit der Auffassung der Welt als Spiel verbinden, da der Ausgang des Interpretationsprozesses des Empfängers für den Sender immer ungewiss bleibt und somit im Ingenieursjargon gesprochen Spiel hat. Der Konstruktivismus deckt sich hierbei am besten mit den bereits erwähnten Charakteristika von Spielen, da die unterschiedlichen Interpretationen ein Ausprobieren unterschiedlicher Persönlichkeiten abbilden. Lehrende und Lernende begegnen sich in diesem Kontext weitgehend auf Augenhöhe, da ein erfolgreicher Lernprozess nur dann stattfinden kann, wenn beide ausreichend Bemühungen zeigen, ihre Kommunikation im Rahmen der Lernsituation möglichst gut auf das jeweilige Gegenüber abzustimmen. Da die Lehrkraft immer nur das Material für den Aufbau der Wissensstrukturen liefern kann, aber niemals die Wissensstrukturen für den Lernenden in dessen Gehirn aufzubauen vermag, gewinnt hier die Selbststeuerung der Lernenden eine zentrale Rolle. Hierfür braucht der Lernende Motivation, die der Lehrende durch entsprechendes lernförderliches Feedback fördern sollte. Zum Beispiel durch die Gabe von positiven Verstärkern wie Bewertungen, aber auch durch die Wertschätzung der Bemühungen des Lernenden, eine adäquate Wissensstruktur zu konstruieren.